Lasst uns jetzt nach der Heizlastberechnung in die Heizkörperauslegung switchen. Wie kommen wir dahin? Gibt zwei Möglichkeiten, entweder hier oben über dieses kleine Icon oder über die Projektverwaltung. Da sehen wir eben, dass das Modul HK-Kalk noch nicht angelegt ist. Wenn ihr einen Doppelklick drauf macht, dann könnt ihr auf OK klicken, dann öffnet sich HK-Kalk. Jetzt bekommt ihr hier gleich eine Maske, die fragt euch, ob ihr Hilfe braucht bei der Auslegung und bei der Initialisierung. Da klickt ihr jetzt auf Nein, dann das machen wir jetzt zusammen und dann lasst uns hier gleich loslegen. Was können wir hier machen in diese Maske-Initialisierung? Die ist dafür da, wie der Name schon sagt, um initial Heizkörper auszulegen, also um einem Projekt initial Heizkörper zu verpassen, oder man kann auch Heizkörper, die bereits ausgelegt wurden, herausschmeißen und das neu drüber laufen lassen. Dann muss man diesen Haken hier, ausgelegte Heizflächen sollen gelöscht werden, setzen. Was macht man hier jetzt? Hier gibt es 3 Zeilen plus eine Zeile Vorschlag. Und die Zeilen erkennt ihr vielleicht wieder: B10, B60, VF2, das sind die verschiedenen Raumtypen, also Büro, WC und eben die Verkehrsflächen. Der Flur, wobei wir den Flur jetzt hier nicht mit Heizkörpern ausstatten wollen, einfach um den Rahmen dieses Projektes nicht zu sprengen. Wir gehen einfach davon aus, dass der beheizt ist, werden jetzt aber keine Heizkörper einzeichnen und modellieren, sondern wir werden für die Raumtypen B10 und B60 welche auslegen. Wie können wir da vorgehen? Wir machen jetzt hier einen Doppelklick, entweder direkt in die Zeile rein oder, wenn wir uns das Leben leichter machen wollen, in die Zeile Vorschlag und wählen uns jetzt hier einen Heizkörperhersteller und Typ aus. Wenn ihr jetzt hier Heizkörper vermissen solltet, hier werden so eine Handvoll Hersteller mitgeliefert, dann googelt doch einfach mal den Hersteller, den ihr nutzen wollt, und die Bezeichnung VDI 3805, das ist die Katalogart, die hier eingelesen werden können. Und die meisten Hersteller stellen euch da was zur Verfügung und über Einlesen könnt ihr die dann importieren. Wir nehmen jetzt einen Heizkörperhersteller, der hier schon drin ist. Wir nehmen Buderus, Flachheizkörper und dann den obersten Logatrend VC Profil, rechte Ausführung. Da macht ihr jetzt einen Doppelklick drauf und dann wird der hier übernommen. Und dann können wir jetzt hier weiter definieren, was wir haben wollen. Also ihr seht jetzt hier TVTR, Vor- und Rücklauftemperaturen, lassen wir jetzt mal so. Hier könnt ihr den Strahlungsausgleich einstellen in den verschiedenen Stufen, lassen wir auch so, wie es ist. Und jetzt gibt es hier noch ein ganz interessantes Feld, und zwar ist es die Optimierungsart. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Heizkörper vor den Fenstern ausgelegt werden. Das heißt, die sollen vor die Fenster und idealerweise sollen die dann auch so lang sein wie die Fenster. Und wenn ihr hier Optimierungsart Leistung einstellt, dann legt MH die Heizkörper so aus, dass die ideal die Leistung decken. Das heißt aber, dass die unter Umständen kürzer sind als das Fenster und das will man ja nicht haben. Daher habt ihr hier die Möglichkeit umzuschalten auf Länge. Das macht ihr bitte auch. Und dann dürft ihr auf Übertragen klicken und dann werden diese eingetragenen Vorschlagswerte auf die anderen Raumtypen übertragen. Jetzt habt ihr hier vorne einen Haken, der heißt Init für Initialisieren, und ich habe ja vorhin gesagt, die Verkehrsflächen wollen wir jetzt heute nicht auslegen. Dann nehmen wir einen Haken raus. Und zusätzlich möchten wir bei den Heizkörpern in den Büros noch eine maximale Höhe festlegen. Im WC ist es uns egal, da ist sowieso kein Fenster gezeichnet, kommen wir gleich zu, wie wir da zum Heizkörper kommen. Und bei dem Raumtyp B10 machen wir Folgendes: Wir gehen hier unten hin und wir können jetzt hier entweder per Hand einen Wert eintragen oder, wenn wir hier auf Dropdown klicken, dann sehen wir die Werte, die im Herstellerkatalog drinstehen, also von 300 bis 900, und wir wählen jetzt hier als maximale Höhe 600 aus. Das ist das, was wir jetzt hier beim Büro einstellen. Anschließend müssen wir noch dafür sorgen, dass das WC auch einen Heizkörper bekommt. Jetzt haben wir ja gerade eben schon festgestellt, wir springen dazu mal rüber in Raumgeo, dass das WC hier kein Fenster hat. Wie bekommen wir jetzt hier einen Heizkörper ein? Ich drücke kurz auf Escape, damit das Geblinke weggeht. Denn die Objektdaten des Raumstempels sind aufgerufen, brauchen wir gerade nicht. Wie kriegen wir jetzt hier einen Heizkörper rein? Wir können jetzt hier die Stelle definieren, an der wir einen Heizkörper haben wollen. Findet ihr jetzt unter dem Reiter Zeichen dazu den zusätzlichen Heizkörper. Und dann könnt ihr den hier einzeichnen. Und zwar beginnt ihr dann ungefähr da, wo ich jetzt bin, mit dem Zeichnen und zieht den dann hier auf. Und zieht den dann hier so lang. Der soll jetzt so ungefähr 1900 mm lang sein. Wie lang, ja genau, es ist jetzt gar nicht so wichtig. Ihr zieht den jetzt hier auf und setzt den dann mit einem Doppelklick ab. Und wenn ihr das macht, dann weiß MH, dass an dieser Stelle später ein Heizkörper sein soll. Ihr könnt jetzt hier oben links wieder auf Berechnen klicken. Das ist wichtig, dass ihr das macht, denn dann wird dieser Heizkörperplatzhalter, den wir jetzt gezeichnet haben, auch in die ganzen Berechnungen übernommen und kann dann gleich in der Heizkörperauslegung verwendet werden. Wenn ihr im Übrigen den umgekehrten Fall habt, also das heißt, wenn ihr jetzt ein Fenster habt, vor das ihr keinen Heizkörper haben wollt, dann geht es auch genauso andersrum. Dann könnt ihr so ein Fenster anklicken und könnt dann hier den Haken Heizkörper für Fenster vorsehen rausnehmen. Wenn ihr das macht, dann wird für dieses Fenster eben kein Heizkörper
vorgesehen und auch nicht ausgelegt. Und den Haken kann man natürlich auch global ändern, wenn das für mehrere Fenster gelten soll. So, dann lasst uns die Auslegung starten. Wir gehen zurück in HK Calc und auf den Reiter Projektdaten Initialisierung wählt ihr jetzt bitte an gewählte Räume des Baumes und klickt hier aufs erste Obergeschoss. Wir legen nur das erste Obergeschoss aus, denn das Erdgeschoss wird nachher Flächenheizungen von uns bekommen. Also klickt aufs erste Obergeschoss, gewählte Räume des Baumes und dann dürft ihr hier unten auf Initialisieren klicken und jetzt steht hier ein unscheinbarer blauer Schriftzug Initialisierung beendet. Das heißt, dass alle Heizkörper ausgelegt wurden und hier blinken keine Fehlermeldungen auf. Das heißt, die Heizkörper scheinen erstmal so zu passen. Ihr könnt jetzt mal hier auf das erste Büro einen Doppelklick machen, dann wird dieser Raum angesprungen und dann seht ihr, was hier passiert. Also ihr seht jetzt hier, da gibt es einen Heizkörper, entsprechend hat dieser Raum ein Fenster. Wenn ihr hier oben in Raumgeo rüberklickt, dann seht ihr auch dieses Eckbüro hier unten mit einem Fenster. Gehen wir wieder zurück in die Heizkörperauslegung und hier oben seht ihr dann die Daten, also Sollleistung, Effektivleistung, was für ein Heizkörper ausgelegt wurde. Ihr seht, das ist ein Typ 33, relativ hohe Heizlast, deswegen eben ein 33er. Und hier unten seht ihr dann die Auswahlkriterien, nachdem MH den Heizkörper ausgelegt hat. Also wir sehen jetzt hier, dieser Heizkörper, der jetzt markiert ist, der wurde ausgelegt. Dann gibt es noch Heizkörper drüber und drunter, die würden auch noch passen aber nicht so gut wie der hier. Den könnte man MH aber überschreiben, könnte sagen, naja, ich hätte gern trotzdem lieber den Typ 21 hier, diesen Typ 21, mache einen Doppelklick drauf und dann würde dieser fixiert werden. Wenn man das nicht macht, dann wird MH den bestpassendsten auswählen. Hier oben drüber und unten drunter gibt es dann gelbe, da passt dann irgendeine Abmessung nicht. Oder zum Beispiel hier sieht man, die werden zu klein, also der Maßenstrom wächst dann hier exponentiell in die Höhe und die kann man nicht verwenden. Und der hier wurde ausgelegt. Wir können auch nochmal in unser WC reinschauen, was hier passiert ist. Da sehen wir jetzt ebenfalls, wurde ein Heizkörper ausgelegt, Länge 1800, Höhe 900 und der ist dann ebenfalls hier in der Lage, die Leistung abzudecken. Das sind dann jeweils die passendsten Heizkörper. Wenn ihr auf Raumliste geht, dann findet ihr nochmal eine Übersicht. Auch hier habt ihr eben die Möglichkeit, das Ganze dann nochmal, wenn ihr wollt, zu übertragen. Wir können mal hier einen Doppelklick machen auf den da. Da wurde jetzt nämlich keiner ausgelegt. Da habt ihr jetzt hier gesehen, in der Raumliste gibt es so ein rotes Feld. Gehen wir mal zurück, keiner ausgelegt. Warum ist das so? Wir können jetzt hier auch nochmal zurückspringen in Raumgeo und dann sehen wir, der kleine Archivraum im ersten Obergeschoss, der hat ja gar kein Fenster. Ja, und wie könnten wir da jetzt vorgehen? Entweder sagen, na gut, das Archiv ist ohnehin unbeheizt, das hätten wir in der Heizlast umstellen müssen. Oder wir sagen, naja, da soll schon ein Heizkörper rein, dann gehen wir genauso vor wie gerade eben. Zeige ich euch jetzt auch mal, wie man das nachträglich macht. Wir wählen hier den zusätzlichen Heizkörper aus, dann weisen wir dem wieder einen Platz zu, zeichnen den ein, sagen, okay, der darf jetzt hier zum Beispiel 1700 lang sein, setzen den ab, rechnen durch und jetzt könnt ihr zum Beispiel auch einfach nur in diesen einen Raum reingehen. Ja, wenn wir hier auf die Raumliste gehen, sehen wir eben diese eine Rot, da kriegen wir die Leistung nicht gedeckt, könnt einen Doppelklick drauf machen und dürft dann hier Initialisieren Raum klicken und dann wird nur dieser eine Raum ausgelegt und so könnt ihr das dann eben prüfen. Wie gesagt, diese Listen könnt ihr auch in Excel übernehmen, genauso wie in der Heizlast. Hier oben reinklicken, Steuerung C, Excel-Tabelle auf Steuerung V. Und in der Heizkörperliste gibt es dann auch nochmal eine Zusammenstellung aller Heizkörperdaten, die es so gibt. Und auch hier wie in der Heizlast links oben auf den Drucker klicken und dann könnt ihr hier euch die entsprechenden Haken setzen und dann bekommt ihr einen Auszug dazu. Ebenfalls hier Hinweis, geht in den Wissenspunkt, wenn ihr mehr Infos haben wollt, wie könnt ihr mit Fehlermeldungen umgehen, wie könnt ihr bestimmte Situationen lösen. Da geht es dann nochmal tiefer rein in die Heizkörperauslegung, aber heute habt ihr jetzt so die Basics gelernt. Wir haben das Gebäude erfasst, wir haben definiert, wo die Heizkörper hin sollen, wir haben die Heizlast berechnet und daraus dann die Heizkörper ausgelegt. MH-Software. Plan es einfach.